Du startest deinen Wagen, doch schon im Leerlauf fällt dir auf, dass etwas nicht stimmt. Die Drehzahl ist zu hoch, sie schwankt, manchmal fällt sie zwischendurch sogar so weit ab, dass der Motor im Stand ausgeht. Kurz gesagt, der Motor läuft einfach nicht so ruhig, wie man es von ihm im Normalzustand erwartet. Viele denken in so einem Fall sofort an teure Sensoren, Falschluft oder größere Defekte. Doch oft steckt hinter diesem Verhalten ein kleines Bauteil, das einfach nur verschmutzt ist. In diesem Video zeige ich dir deshalb die mögliche Ursache. Ich werde das Teil ausbauen, reinigen und anschließend wieder einbauen. Am Ende schauen wir uns an, was die Reinigung gebracht hat. Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn du deinen Mercedes-Klassiker selbst wartest oder einfach wissen möchtest, wie du kleine Probleme oft ohne teure Werkstatt beheben kannst, dann bist du hier genau richtig. Heute kümmern wir uns um einen 124er mit einem unruhigen Leerlauf. Eine mögliche Ursache, die sehr oft dieses Fehlerbild verursacht, ist ein verschmutzter Leerlaufregler. Und genau den schauen wir uns heute genau an. Dieser Regler hat eine sehr wichtige Aufgabe. Er sorgt dafür, dass der Motor im Stand immer genügend Luft bekommt und die Leerlaufdrehzahl konstant gehalten wird. Egal ob der Motor kalt oder warm ist oder zusätzliche Verbraucher zugeschaltet werden, der Leerlaufregler regelt ständig nach. Im Laufe der Jahre setzen sich im Leerlaufregler der Nebel, Schmutz und Ablagerungen fest. Dadurch wird das Ventil zunehmend schwergängiger und kann seine Aufgabe nicht mehr zuverlässig erfüllen. Daraus können unter anderem folgende Probleme entstehen: ein unruhiger Motorlauf, schwankende Drehzahl, ein träges Regelverhalten, eine leicht erhöhte Leerlaufdrehzahl, manchmal auch eine geringe Drehzahl, die dazu führt, dass der Motor ausgeht. Diese Probleme können natürlich auch andere Ursachen haben. Der verschmutzte Leerlaufregler ist aber eine sehr häufige Ursache. Und da die Reinigung einfach und günstig ist, ist das immer die erste Sache, die ich unter die Lupe nehme. Jetzt also zur Sache. Der Leerlaufregler sitzt unter dem Luftfilterkasten, deshalb müssen wir zuerst etwas Platz schaffen. Als erstes entferne ich den Luftfilterkastendeckel. Dafür werden die Muttern mit einem Steckschlüssel, Schlüsselweite 10 mm, entfernt. Und anschließend werden alle Verschlussklammern geöffnet. Nun kann der Luftfilter entnommen werden. Und im nächsten Schritt wird der Luftfilterkasten abgebaut. Jetzt haben wir den freien Zugang und können den Leerlaufregler gut erkennen. Er sitzt mit zwei Schläuchen im Ansaugsystem und besitzt zusätzlich einen elektrischen Stecker. Zuerst ziehe ich also vorsichtig den Stecker ab. Danach ziehe ich die beiden Schläuche vom Regler herunter. Nun kann der Leerlaufregler komplett herausgenommen werden. Und so sieht er aus. Von außen sieht er häufig noch ganz ordentlich aus. Interessant ist aber der Zustand vom Inneren. Mit der Zeit sammeln sich hier Ölablagerungen und Schmutz an. Dadurch kann sich das Ventil nicht mehr leichtgängig bewegen. Und genau das kann zu Problemen mit dem Leerlauf führen. In diesem Fall ist die Verschmutzung deutlich erkennbar. Sie ist aber noch nicht so schlimm, dass man das Teil vor der Reinigung einweichen muss. Also weiter geht's. Ich sprühe den Innenraum des Leerlaufreglers großzügig mit dem Bremsenreiniger ein. Die gelösten Ablagerungen werden anschließend mit einem Lappen entfernt. Diesen
Diesen Vorgang wiederhole ich mehrmals, bis der austretende Reiniger sauber bleibt und der Lappen keine weiteren Verschmutzungen aufnimmt. Den Reiniger und weitere Pflegeprodukte habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vielleicht kannst du es als eine praktische Orientierung nutzen. So, jetzt aber weiter zur Sache. Vor der Montage soll man den Reiniger vollständig verdunsten lassen oder, wenn es schnell gehen muss, ausblasen. Jetzt erfolgt der Zusammenbau und anschließend wird ein Test durchgeführt, damit wir sehen können, ob die Reinigung zum Erfolg geführt hat. Also, ich platziere den Leerlaufregler wieder an seinen Platz. Dann kommen die beiden Schläuche wieder drauf und anschließend schließe ich den Stecker wieder an. Zum Schluss wird der Luftfilterkasten mit dem Filter wieder eingebaut und kontrolliert, ob alle Verbindungen korrekt sitzen. Jetzt kommt der spannende Moment. Ich starte den Motor. Schau dir das an. Die Leerlaufdrehzahl befindet sich jetzt im normalen Bereich und der Motor arbeitet deutlich ruhiger. Jetzt werde ich noch kurz Gas geben, um zu prüfen, ob der Regler danach wieder richtig nachregelt. Ja, das passt. In diesem Fall war also tatsächlich der verschmutzte Leerlaufregler die Ursache. Natürlich kann hinter solchen Problemen auch etwas anderes stecken. Bevor man jedoch mit aufwendigen Reparaturen beginnt oder teure Bauteile austauscht, lohnt es sich auf jeden Fall zuerst den Leerlaufregler zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann werde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Schreib auch gerne in die Kommentare, ob du dieses Problem an deinem W124 schon einmal hattest und wodurch es letztendlich behoben wurde. Falls du weitere Reparaturen oder Wartungsarbeiten rund um die Mercedes Klassiker sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.